Ich habe für euch den beliebten JBL Tune 510BT mit dem beliebten Sony DH CH510 verglichen und außerdem gibt es als Bonus noch ein Modell aus derselben Preisklasse und zwar den Philips TAH 4205. Die Frage ist jetzt, welches ist der beste? Am modernsten von diesen dreien wirkt auf jeden Fall der JBL 510BT, außerdem wirkt hier auch die Verarbeitung am besten. Einzig und allein das Ohrpolstermaterial gefällt mir hier nicht so gut, denn es besteht aus dünnem Kunstleder. Die anderen Modelle, die haben das besser gelöst, denn hier wird hochwertiges PU-Leder verwendet. Philips und JBL sind faltbar, der Sony leider nicht. Bei allen drei Modellen lassen sich die Ohrmuscheln um 90 Grad drehen und höhenverstellbar sind die alle drei. Der Kopfbügel ist bei Philips und JBL oben gepolstert, bei Sony gibt's gar kein Polster. Alle drei Modelle werden per USB-C geladen und keiner besitzt einen Klinkeanschluss. JBL versteckt den Ladeanschluss hinter der Ohrmuschel, bei den anderen beiden ist er an der Ohrmuschel sichtbar. 159 Gramm, 131 Gramm, 144 Gramm. Sony und JBL setzen auf simple mechanische Tasten. Der Philips Kopfhörer dagegen, der hat eine Art Schiebeschalter und den finde ich ergonomisch nicht so toll, weil ich den beim Drücken aus Versehen auch manchmal schiebe. Ich bevorzuge einfach die mechanischen Tasten. Lauter, leiser, vor, zurück, Play, Pause und den Sprachassistenten des Handys starten, das können die alle drei. Der 510 von JBL und der 510 von Sony, die sitzen beide ungefähr gleich fest bei mir. Vom Tragekomfort gefällt mir das Sony-Modell einen Tick besser, aber das ist einfach nur mein subjektiver Eindruck, das ist minimal der Unterschied. Aber denkt auch dran, die Kopfform, die ist bei jedem unterschiedlich lang, breit und so weiter, das heißt, es kann natürlich variieren. Das Sitzgefühl vom JBL und vom Philips Kopfhörer ist so ungefähr gleich. Alles drei sind On-Ear-Kopfhörer und wie der Name schon sagt, liegen die auf den Ohren auf, das heißt bei längerem Tragen, da drückt das dann halt. Außerdem schirmt diese Bauweise hier Umgebungsgeräusche einfach schlechter ab als ein On-Ear-Kopfhörer oder ein In-Ear-Kopfhörer. Sony und JBL besitzen sehr flexible Zwei-Achsen-Gelenke. Bei Philips ist die zweite Achse ein Gelenk mit deutlich geringerem Anpassungsradius. Keiner dieser drei besitzt einen Klinkeanschluss, es gibt kein hörbares Grundrauschen und bei einem YouTube-Video ist der Ton lippensynchron. Wie sieht es mit dem Klang aus? JBL gegen Philips. Der BT 510 klingt in den Höhen klarer, aber auch dominanter. Mir gefällt das Zusammenspiel mit dem Bass auch besser. Der Tune 510BT ist hier mein Gewinner. Klingt für mich besser abgestimmt, hier sind einfach gewisse Frequenzen in den Höhen verstärkt. Das hört man einfach. Der 4205 hier, der hat noch einen Bassknopf, aber der verschlimmbessert das Ganze eher, denn der erhöht den Bass schon stark, die Höhen treten in den Hintergrund, dann klingt das alles sehr boomy und dumpf. Also mit dem Bassknopf, da gewinnt man auf jeden Fall nichts. Eine Besonderheit gab es hier aber noch bei der Lautstärke, denn beim Philips Modell ist es so, da brauche ich 80% Lautstärke, um auf das Niveau zu kommen, auf dem ich normalerweise höre. Bei diesen beiden hier erreiche ich das Niveau schon bei 50 bis 60%. Klang: Sony gegen JBL. Auch hier ist es wieder so, das JBL-Modell klingt in den Höhen und Mitten einfach detailreicher und klarer abgestimmt. Das Sony-Modell dagegen, das hat mehr Bass, klingt in den Höhen und Mitten aber nicht so klar und deutlich wie der hier. Sony gegen Philips. Diese beiden hier finde ich vom Klang her recht schwer zu unterscheiden, zumindest wenn ich den Bassmodus hier ausschalte. Und da ist es so, ich höre schon kleine Unterschiede, vor allen Dingen in Stimmen, in der Akustikgitarre und der E-Gitarre. Die sind jetzt aber nicht massiv und ich kann jetzt auch nicht sagen, was besser oder schlechter ist, aber ich kann sie eben hören. Rein vom Gefühl her tendiere ich aber zum Sony-Modell, das ist einfach so mein Bauchgefühl. Ganz einfach, wer einen neutraleren Klang möchte mit mehr Höhen und mit dem Detail, der nimmt den JBL. Vor allen Dingen bei bassreicher Musik wie Rap oder Metal, da ballert der Sony einfach einen Tick mehr als das Modell von JBL. Wie sieht es mit dem Telefonieren bzw. dem Mikrofon aus? Da ist es so, JBL und Sony, die klingen ungefähr gleich. Beim Philips ist es leider so, der klingt halt etwas dumpf. Testaufnahme ab. Du hörst jetzt, wie sich das Mikrofon hier anhört und bedenke, das sind hier Over-Ear-Kopfhörer und das bedeutet, so klingt das Mikrofon des Sony CH510 und was mir hier auch noch auffällt ist, so On-Ear-Kopfhörer, das heißt, der liegt hier auf dem Ohr auf und drückt da auch drauf. Eine wichtige Besonderheit hier beim Sony-Modell ist, der aktiviert automatisch einen Transparenzmodus, wenn du ein Telefonat führst. Das können die anderen beiden nicht.
Hier die Ladezeiten mit Schnellladefunktion. Drück einfach Pause, wenn du es durchlesen willst. Die Wahl, die hängt hier wie immer von deinen persönlichen Wünschen ab, aber so vom Bauchgefühl her und von meiner persönlichen Präferenz würde ich den JBL auf den ersten Platz setzen, den Sony auf den zweiten mit dem Hinweis auf den Bass und das Philips Modell, das landet leider auf dem letzten Platz. Den Preisvergleich, den Testartikel und alle Infos gibt's wie immer unten in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Wenn du jetzt nochmal eins dieser Modelle hier im Detail betrachten willst, dann wählst du hier rechts einfach den passenden Testbericht aus, dann weißt du ganz genau Bescheid.